Wir haben heute den Film Gott, du kannst ein Arsch sein geschaut, der das Thema Krebs unter anderem behandelt und das Thema Roadtrip und beides aufgreift und in einer ganz besonderen Perspektive meiner Meinung nach erzählt. Beide Themen wurden schon in 1000 Filmen aufgegriffen, aber dieser Film ist irgendwie wieder etwas anderes. Steffi hat gerade ihren Abschluss gemacht und jetzt war eigentlich die tolle Paris-Fahrt nach ihrem Abschluss mit der ganzen Klasse geplant, auf die sie sich schon sehr lange drauf gefreut hat, besonders mit ihrem Freund. Doch dann kam plötzlich die Diagnose Krebs, schon sehr stark gestreut, sehr aggressiv und sie hat nur noch bis Weihnachten zu leben. Wie fängt man eine große Liebesgeschichte an, von der man weiß, dass sie bald enden wird? Wenn es klappen soll mit dem Leben, dann muss man es lieben. Und zwar bedingungslos. Und sofort. Das wird großartig! Denn es kann ganz plötzlich vorbei sein. Wenn das so ist, wie Sie sagen, dann wie lange? Vielleicht bis Weihnachten. Dieses Weihnachten. Ich heiße übrigens Steffi. Ich heiße Steve. Steffi ist weg. Sie ist mit diesem Zirkustypen unterwegs. Ich fahre hier hinterher. Ich pack schnell ein paar Sachen. Der Weg ist das Ziel, sagt man. Ich bin auf dem Weg nach Paris. Ich sauf hier, du laberst Scheiße. Manchmal kann der Weg so schön sein, dass man das Ziel glatt vergisst. Sie beginnt quasi gerade erst zu leben und dann wird ihr auf einmal gesagt, ja, du hast aber nur noch ein paar Monate zu leben und natürlich ist es für den Zuschauer genau wie für sie total krass und es geht sehr schnell und man wird da, wie du gesagt hast, richtig reingeworfen in die Situation. Steffi entscheidet sich dafür, erstmal weiterzumachen und das, was sie schon länger geplant hat, versuchen umzusetzen, dass sie wenigstens noch die schönen Erlebnisse mitnehmen kann, bevor es dann vorbei ist. Die Eltern haben ja selbst Angst um ihr Leben, um das Leben von Steffi. Die wissen ja selbst nicht, sie haben ja nie mit so einer Situation erwartet mehr. Wer erwartet das denn schon, dass plötzlich die 16 Jahre alte Tochter plötzlich Krebs bekommt? Das ist doch ein ganz schweres Schicksal. Dadurch, dass der Film auf einer wahren Geschichte basiert, war es einfacher, den Film als lebensnah einzustufen. Was mir auch besonders bei dem Film gefallen hat, waren die Kamerafahrten und besonders auch die Bilder bzw. die Nahaufnahmen von Gesichtern, weil ich habe das Gefühl, dass es selten in deutschen Filmen oder zumindest in den deutschen Filmen, die ich gesehen habe, vorkommt, dass man wirklich so kunstvoll mit der Kamera arbeitet. Es war traurig, weil halt der Inhalt traurig war, aber dadurch wirkt auch alles so schön und so ästhetisch auf eine gewisse Art und Weise. Dass die Intensivität der Szenen rausgenommen wurde, dadurch, dass kaum bei einer Szene zu Ende dann direkt irgendein poppiger Song dann gespielt wurde. Ich fand, wenn man so einen berührenden Moment hat, finde ich, sollte man den vielleicht auch ein bisschen ausklingen lassen und dann nicht direkt so den Beat reinhämmern. Das fand ich ein bisschen schade. Da waren so schöne Szenen, wo es ums Leben ging und um das Leben lieben und so. Zum Beispiel das mit dem Snowboard fahren oder wo die an der See stehen oder Kühe reiten. Das waren so wunderschöne Szenen, die perfekt gepasst haben. Aber dann, manchmal wurde das so krass banal, weil oft ein deutsches Lied gespielt wurde, was die Situation nochmal ins Haarkleine erklärt hat. Und das fand ich war dann zu banal. Es hat dann in manchen Szenen, nicht in jeder, aber in manchen Szenen die Szene kaputt gemacht. Allerdings waren die Dialoge ein bisschen flach oder platt. Aber das war gar nicht schlimm, weil die Kameraführung und die Szenerie und die Farbe und das Licht und die Musik war so bedeutsam, dass es es gar nicht schlechter gemacht hat, dass die Dialoge nicht so überspitzt waren oder sowas, sondern es war dadurch viel realer und viel greifbarer dargestellt. Was groß geschrieben ist in dem Film, ist, den Moment zu genießen, das Leben zu genießen, frei zu sein. Denn man weiß nie, was für ein Schicksal eintreffen kann. Was am nächsten Tag passiert. Vielleicht gibt es den nächsten Tag einfach nicht mehr. Alles kann passieren und genau das versucht dieser Film so ein bisschen zu machen, so darzustellen, sodass man auch nicht alles planen soll, weil ganz viel einfach nicht geht, weil das Leben etwas anderes für einen vorgesehen hat.
auch wenn der Film dieses schwere Thema Krebs behandelt, so zieht er eigentlich runter, denn er zeigt trotzdem immer irgendwie wieder die Lebensfreude. Wir bewerten den Film mit gut und empfehlen ihn ab einem Alter von 13 Jahren. Denn auch wenn er FSK 6 hat, denken wir, dass es einfach ein Thema ist, was erst mit 13, so haben wir es zumindest eingeordnet, wirklich verstanden werden kann, weil sehr viele schwere Situationen oder Szenen auch dabei sind, die für Jüngere jetzt nicht schlimm sind, aber man kann sie einfach nicht verstehen und genau das ist, wie wir finden, einfach wichtig für den Film. Ich fand den Film echt gut.